Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Passend für die Jahreszeit und ich finde, Baumkuchen gehört für mich immer in diese Jahreszeit, habe ich heute auch ein Baumkuchenrezept für euch. Beziehungsweise, nein, ich habe ja eigentlich keinen Baumkuchen gebacken, ich habe Baumkuchen Petit Four zubereitet. Ich kann die euch auf jeden Fall empfehlen, die sind nämlich unglaublich lecker und glaubt mir, wenn ihr eins gegessen habt, ihr esst noch viel, viel mehr, denn sie sind wirklich wahnsinnig lecker. Ich zeige euch heute, wie meine Baumkuchen Petit Four entstanden sind. Ja, sie sind etwas aufwendiger, das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen, gerade auch die Deko später, denn aus meinem Rezept, wenn ihr diese genauso zubereitet, in genau den Mengen und auch genauso zurechtschneidet, bekommt ihr nämlich 81 Petit Four hier rausgeschnitten. Wir starten jetzt los, ich zeige euch als allererstes die Zutaten für den Baumkuchen, anschließend natürlich auch die Zubereitung und wie ich meine Petit Four dekoriert habe. Für den Teig benötigen wir 250 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, 200 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 250 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ ein Päckchen Vanillezucker, 5 Eier der Größe M, auch diese sollten Raumtemperatur haben, eine Prise Salz, 1 Esslöffel Rum und 80 Milliliter Orangensaft. Gestartet wird mit der weichen Butter sowie dem Zucker. Beides gebe ich in eine Rührschüssel und lasse es etwa 5 bis 8 Minuten hellcremig aufschlagen. Ist dies geschehen, kommen die Eier einzeln und nacheinander dazu. Ich gebe immer erst ein Ei hinein, lasse es 30 Sekunden verrühren, bevor das nächste dazu kommt. Sind die Eier dann alle gut eingerührt, kommen noch die übrigen Zutaten dazu. Das Mehl, Speisestärke und das Salz wird dazu gesiebt. Anschließend lasse ich alles nur noch so kurz wie nötig verrühren, nur so lange, bis ich einen schönen gleichmäßigen Teig habe. Vorbereitet habe ich mir meinen rechteckigen Backrahmen. Diesen habe ich auf 24 x 24 cm ausgezogen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gegeben. Den Backofen habe ich auf 250 Grad auf der Grillstufe vorgeheizt. Anschließend kommen 3 bis 4 Esslöffel des Teiges. Ich nehme immer 4 Esslöffel in die Backform. Dieser wird dann schön gleichmäßig mit einer Winkelpalette glatt gestrichen. Auch schön an die Ränder, so dass auch wirklich der Teig bis in die Ecken reicht. Anschließend kommt der Teig für etwa 1,5 bis 2 Minuten in den Backofen. Bitte bleibt dabei stehen, ihr müsst das Ganze beobachten, denn jeder Backofen backt anders. Bei mir hat das 2 Minuten gedauert, bis die Oberfläche goldgelb ist und ich den Teig herausnehme. Achtet auch darauf, das Ganze ist wirklich durch die Grillstufe eures Ofens sehr, sehr heiß. Ich habe hier neue Grill- und Ofenhandschuhe, die mir freundlicherweise von Clavina Kittchen zur Verfügung gestellt wurden und diese sind hierfür ideal und so ist die Gefahr, dass ich mich an dem heißen Backblech verbrenne, gebannt. Ein Link, wo ihr diese Handschuhe kaufen könnt, findet ihr in der Infobox. Diese kann ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich habe sie jetzt schon einige Zeit ausprobieren dürfen. Anschließend gebe ich wieder die gleiche Menge Teig auf die noch heiße Oberfläche, verteile wieder alles mit der Winkelpalette, gebe nun das Backblech wieder für 1,5 bis 2 Minuten in den Backofen und so verfahre ich, bis der komplette Teig aufgebraucht ist.
Anschließend muss der Baumkuchen vollständig auskühlen, bevor damit weitergearbeitet werden kann. Während der Baumkuchen auskühlt, nehme ich 125 Gramm Marzipanrohmasse und verknete diese mit 75 Gramm Puderzucker. Diesen siebe ich mir auf die Arbeitsfläche und knete dann die Marzipanrohmasse hier hinein. Nicht verzweifeln, das Ganze dauert einen Moment, aber die 75 Gramm lassen sich super in das Marzipan vollständig einkneten. Anschließend rolle ich das Marzipan auf etwas Puderzucker aus, so groß, dass ich mir ein Viereck mit genau derselben Größe meines Baumkuchens, also 24 x 24 cm, herausschneiden kann. Mit einem sauberen Lineal und dem Marzipanmesser schneide ich mir nun diese Marzipanplatte aus. Sobald der Baumkuchen vollständig ausgekühlt ist, wird er aus der Backform gelöst. Ich nehme mir erstmal einen stumpfen Gegenstand, löse den Baumkuchen am Rand und stürze ihn dann auf einen Tortenretter. Die Oberfläche bestreiche ich nun mit Aprikosenkonfitüre. Ich habe hier 3 Esslöffel auf dem Herd erwärmt, sodass sie schön flüssig ist, denn dadurch geliert sie beim Kaltwerden wieder. Diese gebe ich nun auf die Oberfläche. Verteile alles mit einem Pinsel, auch schön bis an den Rand, und klebe dann die ausgeschnittene Marzipanplatte hier darauf. Das Ganze wird nun beschwert und sollte für etwa 2 bis 3 Stunden in den Froster oder über Nacht in den Kühlschrank. Ich gebe allerdings erst eine Frischhaltefolie drauf, anschließend ein schweres Brett, so bleibt mir das Holzbrett nämlich nicht an der Marzipanplatte kleben. Ich empfehle euch, das Ganze in den Froster zu geben für 2 bis 3 Stunden. Das habe ich jetzt gemacht und so ist der Baumkuchen nämlich schön fest und ich kann schön sauber und ordentlich kleine Petit Fours herausschneiden. Klassischerweise werden Petit Fours auf eine Größe von 3 x 3 cm geschnitten. Ich habe sie allerdings ein klein wenig kleiner geschnitten und habe mich für eine Größe von 2,5 x 2,5 cm entschieden. Natürlich könnt ihr sie auch auf 3 x 3 cm schneiden. Und dadurch, dass sie nun gefroren sind, lassen sie sich super und ordentlich zurechtschneiden, ohne dass ich sie verdrücke. Anschließend werden sie in flüssige Schokolade getaucht. Ich habe mich hier für eine Kuchenglasur entschieden. Diese habe ich nach Packungsanweisung erwärmt und nutze hier zum Eintauchen der Petit Fours Pralinengabeln.
Natürlich könnt ihr dieses auch mit normalen Gabeln machen, solltet ihr sowas nicht im Hause haben. Aber mit den Pralinengabeln war das richtig einfach, da diese nämlich schöne schmale Spitzen haben. So kann ich sie nämlich unten auf dem Boden aufspießen, in die Schokolade hineintauchen und mit der zweiten Pralinengabel abnehmen. Und mit dieser setze ich sie nun zum Abtropfen und Festwerden auf ein Kuchengitter. Anschließend werden die Petit Fours garniert. Hier könnt ihr ganz variabel sein, sie so gestalten, wie ihr das möchtet. Ich habe mich hier für weiße Kuvertüre entschieden, die ich geschmolzen und in einen Spritzbeutel mit einer kleinen Lochtülle gegeben habe. Außerdem habe ich noch einige bunte Zuckerperlen herausgesucht und ein paar Obladenblümchen, die ich im Supermarkt in der Backwarenabteilung gefunden habe. Aus dem restlichen Marzipan fertige ich noch kleine Marzipanröschen. Hier schneide ich einfach einen dünnen Streifen aus, drücke mit meinen Fingern die eine Seite etwas flacher und wickel das Ganze nun zu einer kleinen Schnecke auf, schneide es ab, forme das Röschen noch ein klein wenig aus. So habe ich das restliche Marzipan noch verarbeitet und ich habe natürlich auch eine richtig süße Dekoration für die Petit Fours. Aber wie gesagt, ihr könnt hier natürlich ganz flexibel sein und sie so dekorieren, wie euch das gefällt. Ich lasse jetzt hier einfach meine Bilder sprechen.
Bevor ich sie serviere, gebe ich sie noch in Papierförmchen. Ich habe mich hier für diese Papierförmchen in Gold, Gelb, Hellgrün und Rosa entschieden. Bei der Dekoration könnt ihr natürlich ganz variabel sein und sie so gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Natürlich könntet ihr die Petit Four auch mit einem Zuckerguss oder mit flüssigem Fondant versehen. Wie gesagt, da könnt ihr ganz variabel sein und dieses natürlich austauschen. Wobei ich finde, zu Baumkuchen gehört einfach auch der Schokoladenguss oben drüber und deswegen habe ich meine mit Schokolade dekoriert. Ich freue mich. Nein, das Rezept zum Nachlesen findet ihr natürlich auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch hier unter dem Video in der Infobox. Jetzt! Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wenn ihr noch weitere Rezepte von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei. Da verlinke ich euch noch weitere Rezepte von mir. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann klickt hier unten auf das Foto von mir. Da könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns ja gleich in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.